Hallo und herzlich willkommen zu den Videos über Musterbriefe und Textbausteine. In diesem Video geht es um die Initiativbewerbung. Was ist die Initiativbewerbung? Normalerweise hat man ein Jobangebot, eine Firma schreibt eine Stelle aus und man bezieht sich darauf und bewirbt sich für diese Stelle. Bei der Initiativbewerbung wird man selbst aktiv, ist gleich Initiativ, daher der Name, und schreibt eine Firma an, ohne dass man weiß, ob überhaupt eine Stelle frei ist, und zwar in der Hoffnung, natürlich eine Stelle zu finden. Wie kann sowas ablaufen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, man ruft vorher an und fragt, ob das in Ordnung ist, ob das überhaupt einen Sinn macht, weil es kann auch sein, dass da momentan Leute abgebaut werden oder es kann auch sein, dass gerade eine Fabrik umgebaut wird, was auch immer. Oder man schreibt es direkt an. Meist, wenn man vorher angerufen hat, bezieht man sich auf das Telefonat und baut das in die Bewerbung ein. Ich muss aber dazu sagen, ich habe schon einige Bewerbungen bekommen. Vor allem von Schülerinnen und Schülern, da kommen wir gleich dazu. Aber angerufen hat mich vorher niemand. Das heißt, die meisten machen es direkt schriftlich. Und im Zeitalter des E-Mails ist das auch keine große Sache. Wer macht die Initiativbewerbung? Wer ist daran interessiert? Das sind vor allem Schülerinnen und Schüler. Und zwar die, die für den Sommer einen Ferienjob oder Ferialjob suchen und ein paar Wochen arbeiten wollen, reinschnuppern in die Arbeitswelt und natürlich auch ein wenig Geld verdienen. Dann gibt es die anderen, die nicht die Matura, wie es in Österreich heißt, oder das Abitur in Deutschland anstreben, sondern die wollen mit 15 eine Lehrstelle anstreben. Sie wollen Lehrling werden und eine handwerkliche Ausbildung oder was auch immer durchführen. Dann gibt es die jungen Erwachsenen, die Matura oder Abitur haben, aus welcher Richtung auch immer. Das kann jetzt was Technisches bei der HTL sein, das kann jetzt die Handelsakademie als wirtschaftliche Ausbildung sein oder das normale Gymnasium und wollen aber nicht weiter studieren, sondern suchen mit 18, 19 Jahren einen ersten fixen Arbeitsplatz. Es kann auch sein, dass man fertig studiert hat und arbeitslos ist und keine Stelle findet. Dann kann man auch sich mit dieser Form der Bewerbung bemerkbar machen, wobei gerade die Universitäten und die großen Unternehmen zusammenarbeiten, weil die Unternehmen frühzeitig interessierte und interessante Leute an den Universitäten herausfinden wollen, die sie später einstellen können. Und dann kann es natürlich auch sein, dass jemand 25 ist und schon im Arbeitsprozess steckt, aber entweder ist momentan der Arbeitsplatz nicht der richtige oder da hat sich irgendwas ergeben, dass die Stelle abgebaut werden muss, es zieht eine Firma um oder was auch immer und man möchte den Job wechseln. Das heißt, es kann sehr unterschiedliche Situationen geben. Was braucht es? Auf jeden Fall einmal die Bewerbung selbst. Hallo, da bin ich, das kann ich und das will ich. Optional ein Foto. Es gibt einige Ratgeber, da steht immer, dass man ein Foto mitschicken soll. Ich persönlich sage mal, dass das die unwichtigste Information ist, weil wir sollten aufhören, die Leute dauernd nach dem Aussehen zu bewerten, sondern interessanter ist, ob man sich für die Sache interessiert und ob man gut in das Team hineinpasst. Aber bitte. Der Lebenslauf macht zum Beispiel bei Schülerinnen und Schülern so gut wie gar keinen Sinn, weil was gibt's da? Den Namen, das Geburtsdatum, ich habe Eltern, ich gehe in die Schule X, das schreibe ich in den Text sowieso rein und mehr habe ich nicht. Und daher, ja, wenn ich jetzt einen Ferienjob suche, das interessiert mich, ich habe gesehen, ihr macht das in der Richtung, kann ich vielleicht bei euch arbeiten und da brauche ich keinen Lebenslauf. Zeugnisse habe ich auch noch keine. Wenn ich aber eine Matura habe, macht das natürlich Sinn. Ich kann nur aus meinem persönlichen Umfeld sagen, ich habe die Matura gemacht und es hat bis heute keiner das Zeugnis gesehen.
Ich habe mich beworben bei ein paar Unternehmen, keiner hat nach dem Zeugnis gefragt, wenn es um das Bewerbungsgespräch gegangen ist. Und natürlich, wenn ich jetzt wirklich studiert habe, ist das Fachwissen interessant. Es kann aber auch sein, wenn ich die Matura gemacht habe, dass ich Ferienjobs absolviert habe und ein praktisches Wissen erworben habe, das für die Bewerbung relevant ist. Also wenn ich jetzt bei einem Fußballverein im Management mitgewirkt habe und ich bewerbe mich jetzt, ich weiß nicht, irgendwo in der Landwirtschaft, dann ist es nicht wirklich relevant, aber ansonsten kann das durchaus wichtig sein. Weil die Leute müssen natürlich ein Gefühl dafür bekommen, wer das ist, was ihn interessiert etc. An wen richtet man sich eigentlich bei der Initiativbewerbung? Traditionell an große bekannte Unternehmen, weil die haben viele Leute, da geht wer vielleicht in eine andere Region oder es kann jemand schwanger werden, es kann wer ausfallen, es gibt neue Abteilungen, was auch immer. Man erwartet, dass da was passiert. Man kann aber auch irgendwelche Unternehmen anschreiben, von denen man gar nicht weiß, dass die zum Beispiel Einzelunternehmen sind. Und ich habe auch schon oft Anfragen bekommen, aber bei mir hat das dann nicht funktioniert, weil die Möglichkeit gar nicht bestanden hat. So, schauen wir mal. Ja, das passt. Also, wir machen jetzt ein Beispiel für einen Ferienjob. Das könnte zum Beispiel so ausschauen. Sehr geehrte Damen und Herren, hätte ich vorher angerufen, dann würde ich hier den Namen anführen. Aber wir gehen davon aus, dass das direkt geschrieben wird. Ich heiße Name und bin 16 Jahre alt und besuche die Handelsakademie des BFI im 5. Bezirk. Ups, was schreibe ich denn da bitte? In Wien. In Wien lassen wir das einmal. Ich interessiere mich sehr für Webseiten und Online-Marketing und habe großes Interesse an einem Ferienjob im August. Ich habe mir eine Liste von relevanten Unternehmen in den umliegenden Bezirken ausdrucken lassen und dabei bin ich auf Ihr Unternehmen gestoßen. Die Projekte, die Sie auf Ihrer Webseite beschreiben und zeigen, sind genau solche, die ich gerne auch betreuen möchte. Ich bitte Sie daher um Auskunft, ob eine Stelle für einen Ferienjob möglich ist. Sollte dies, Möglichkeitsform ist dann weniger gut. Machen wir es direkter. Ich freue mich sehr, wenn Sie mich zu einem Gespräch einladen würden. Mit besten Grüßen, Name. So schauen wir uns das Ganze an. Also eine allgemeine Anrede. Wie heiße ich? Wie alt bin ich? In welche Schule gehe ich? Ich habe hier Wien als Beispiel genommen, weil ich auch in Wien sitze. Es hätte jetzt aber auch ein Beispiel sein können aus München oder aus Hamburg.
Ich interessiere mich sehr für die Webseiten und das Online-Marketing und möchte einen Ferienjob im August. Hätte sein können, dass der Ferienjob im Juli für das Unternehmen besser wäre. Ich weiß jetzt schon einmal August, aber da kann man dann nachfragen. Woher weiß ich eigentlich das Unternehmen? Ich habe mir eine Liste, das ist möglich, auch über die Wirtschaftskammer etc. ausdrucken lassen, die sich auf diesen Bereich beziehen. Und da bin ich jetzt auf das Unternehmen gestoßen. Da hat man dann meistens nur den Firmennamen und die E-Mail-Adresse und eine Webseite. Und auch bei der Webseite, wenn da zum Beispiel mein Name steht, heißt das nicht, dass ich nicht zum Beispiel ein Büro mit 10 Arbeitsplätzen habe. Das heißt, die Schülerin oder der Schüler hat keine Ahnung, was denn das für ein Unternehmen ist. Bei den Großunternehmen IBM zum Beispiel weiß man es natürlich, aber wenn man so normale Unternehmen anschreibt, ist das gar nicht so einfach abzuschätzen, mit wem man es zu tun hat. Die Projekte auf der Webseite sind solche, für die ich mich interessiere. Was will ich? Das ist jetzt ganz wichtig. Ist es überhaupt möglich, einen Ferienjob zu machen? Und falls ja, dann bitte um ein Gespräch, dass man darüber reden, ob daraus was wird oder nicht. Und das war es eigentlich auch schon. Also da braucht man jetzt nicht so großartig Romane schreiben, das ist nicht notwendig. So, das können wir jetzt löschen. Wir machen ein zweites Beispiel. Initiativbewerbung Lehrstelle. Ich heiße, haben wir wieder den Namen und bin 15 Jahre alt und möchte als eine Lehre als Kfz-Mechaniker oder wie es oft heißt, Kfz-Techniker anstreben. Mein Onkel ist ein Autofreak und bastelt seit Jahren an vielen Fahrzeugen herum und ich habe dabei immer gerne geholfen und möchte in diesem Bereich auch arbeiten können. Ihr Unternehmen ist mir als Kfz-Fachbetrieb bestens bekannt, weil auch mein Vater das Service immer bei Ihnen durchführen lässt. Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie eine Lehrstelle für mich offen haben und ich freue mich sehr, wenn Sie mich zu einem Gespräch über die Lehrausbildung einladen würden. Mit freundlichen Grüßen. Name. Schauen wir uns das an. Also der Anfang ist eigentlich gleich. Wir haben jetzt einen 15-Jährigen. Das kann auch ein Mädchen sein. Das muss jetzt nicht immer der Junge sein. Das ist da gar nicht so relevant, weil darum geht es nicht. Wer bin ich? Wie alt bin ich? Die Schulausbildung ist in dem Fall, könnte man noch anfügen, aber ja, die ist in dem Fall gar nicht so wichtig. Was will ich? Ich will eine Lehre. Da gibt es Unternehmen, die schreiben Lehrstellen für den Kfz-Mechaniker aus.
und manche für den Kfz-Techniker und manche für beides. Und von daher habe ich das auch beides eingebaut. Warum ist die Schule nicht so wichtig? Weil das Interesse hier im Fokus steht. Es gibt viele Schülerinnen und Schüler, die interessieren sich gar nicht für Autos, weil Klimakrise und was auch immer und das Technische interessiert mich nicht. Und ich bin zu Fuß in Wien viel schneller als die Autofahrer, die immer im Stau stehen. In dem Fall ist das Interesse wichtiger als die Schule, weil durch den Onkel bin ich an die Fahrzeuge herangekommen und da habe ich herumgebastelt und das hat mir getaugt und da will ich auch tatsächlich professionell arbeiten. Okay, warum schreibe ich dieses Unternehmen an? Ihr Unternehmen ist mir als Kfz-Fachbetrieb bestens bekannt. Warum? Weil der Papa auch dort das Service machen lässt. Also, ich weiß auch, wie die dort arbeiten. Es ist schon eine sehr vertraute Situation. Wobei man hier natürlich auch unterstellen könnte, dass man entweder anruft oder auch zu der Werkstätte fährt und sagt, hey Leute, mein Papa ist immer bei euch jedes Jahr wegen dem Service. Wie schaut's mit einer Lehrstelle aus? Sucht ihr jemanden? Habt ihr eine Stelle offen? Hier haben wir es einfach in der schriftlichen Form. Bitte teilen Sie mir mit, ob es eine Lehrstelle gibt. Und dann wieder die Einladung zum Gespräch und freundliche Grüße, Name und das war's. Das heißt, es ist im Prinzip der gleiche Aufbau. Es geht immer darum, wer bin ich, was interessiert mich, ganz wichtig für die Unternehmen, weil die bekommen vielleicht 100 solche Initiativbewerbungen und in dem Fall ist ein persönliches Interesse schon einmal gegeben, was immer gut ist, weil wenn mich Autos gar nicht interessieren, dann wird es wahrscheinlich bei der Lehre zum Kfz-Mechaniker eher mühsam werden. Gut, machen wir noch ein drittes Beispiel und zwar nach Matura. So. Jetzt haben wir es nicht mehr mit einer Schülerin oder einem Schüler zu tun, sondern mit einem jungen, erwachsenen Menschen, der das erste Mal sich fix anstellen möchte, weil das Studium nicht in Frage kommt. Wie könnte man sowas schreiben? Ich heiße Name und bin 18 Jahre alt und besuche das Gymnasium XX im 18. Bezirk in Wien. Könnte, wie gesagt, auch eine deutsche Stadt sein. Ich mache es jetzt einfach, weil ich selbst aus Wien komme. Im Juni werde ich mit der Matura die Schule abschließen und strebe den Beginn der Berufskarriere an. Ich suche mal schauen. Sollte man vielleicht nicht die Suche nehmen, sondern das Interesse. Besonders interessiert mich das Thema Online-Marketing, weil ich privat mich viel eingelesen habe und auch bei meinem Bruder ein Praktikum absolvieren konnte, der eine Werbeagentur betreibt. Aktuell hat er keine Stelle frei und ich suche in diesem Bereich einen ersten fixen
Arbeitsplatz. Er hat mir Ihr Unternehmen, die Werbeagentur empfohlen, weil sie sehr gute Projekte und Umsetzungen und das schon seit vielen Jahren bieten. Ich bitte Sie um Information, ob Sie eine freie Stelle für mich haben. Machen wir es ganz einfach und freue mich sehr, wenn Sie mich zu einem Gespräch einladen. Zur Information. Jetzt war eigentlich, wenn das Zeugnis haben wir noch nicht, Lebenslauf brauchen wir auch nicht. Man könnte hier natürlich einen Lebenslauf mit Sommerpraktikas und so einbauen, aber das hängt dann von der Situation ab, weil es kann auch sein, dass jemand keine Sommerjobs gemacht hat. Ich möchte das hier möglichst allgemein halten mit freundlichen Grüßen. Name. So. Schauen wir uns das an, also nach der Matura. Der österreichischen Variante, Abitur wäre Deutschland. Wieder der Name, das Alter und ich besuche das Gymnasium sowieso und bin im Juni mit der Schule fertig und möchte danach arbeiten. Kann ja auch sein, dass man dann weiter studiert, also das ist schon eine wichtige Information. Was interessiert mich besonders? Ich besuche zwar ein Gymnasium und ich lerne dort sehr viel über Biologie, Physik, Chemie, Mathematik und alles andere. Aber eigentlich habe ich ein ganz anderes Thema jetzt gefunden, das mehr zur Handelsakademie passt. Nur nicht wenige wissen oft mit 14 nicht, wo sie sich hinorientieren und das kann auch sein, dass man dann Freunde hat, die ein bestimmtes Thema abdecken und da schnuppert man dann rein und dann hat man auf einmal ein anderes Thema. Daher sagt das Gymnasium nicht sehr viel darüber aus, was mich jetzt interessiert. Also, wir haben erfunden Online-Marketing. Weil ich privat mich sehr viel eingelesen habe, und wenn da mal so ein Interesse ist, ist das für ein Unternehmen auch wichtig, dass das nicht nur ein Arbeitsplatz ist und ja, machen wir halt, sondern dass man da wirklich mit dem Herz dabei ist. Da gibt es einen Bruder, da hat man ein Praktikum gemacht, weil der hat eine Werbeagentur, aber momentan kann er keine Stelle freischaufeln und daher braucht es eine andere Agentur oder ein Unternehmen mit einem fixen Arbeitsplatz. Und trara, er hat aber diese jetzt angeschriebene Werbeagentur empfohlen. Man könnte es jetzt anders schreiben, indem man den Bruder benennt, aber es ist hier nur ein allgemeines Beispiel, also passt das so auch. Also, wieso dieses Unternehmen steht hier und was will ich haben? Ich brauche eine Information, ob es überhaupt eine Stelle gibt und wenn ja, wäre es lässig, wenn ich eingeladen werde zu einem Gespräch. Optional könnte man auch hier die bisherigen Zeugnisse, es gibt ja das Zeugnis vom Halbjahr im letzten Schuljahr in der Matura-Klasse. Das könnte man anfügen. Man könnte, wie eingangs erwähnt, das Foto als Anlage dazu nehmen. Und sollte wirklich zum Beispiel jeden Sommer irgendeine Tätigkeit durchgeführt worden sein, dann kann man das hier auch anfügen. Und da sieht man, dass das Prinzip, obwohl das ganz unterschiedliche Situationen sind, immer das gleiche ist. Habe ich vorher angerufen, kann ich hier einen Namen anführen. Wer bin ich? Was mache ich? Was will ich? Was interessiert mich und was strebe ich an? Wir hatten schon die Lehrstelle, wir hatten einen Ferienjob. Hier ist es der fixe Arbeitsplatz.
und warum die Firma und was will ich. Und so lässt sich das relativ einfach schreiben. Das sind ein paar Absätze und so kann man das machen. Was ich mir jetzt nicht antue, ist ein Beispiel, wenn jemand studiert hat und eine Stelle sucht. Erstens gibt es da ganz eigene Kanäle, weil da gibt es eigene Netzwerke, wo man Informationen beziehen kann. Und zweitens ist es völlig unterschiedlich, ob ich jetzt Medizin studiere oder ob ich jetzt einen technischen Beruf gelernt habe, ob ich jetzt im Rahmen Internet, Online-Marketing oder Marketing allgemein tätig bin oder ob ich was Wissenschaftliches gemacht habe. Und da gibt es ganz unterschiedliche Praktikas und Fachwissen, das ich im Laufe der Ausbildung an der Universität oder auch einer Fachhochschule erworben habe. Und das ist so flexibel, dass ein allgemeines Beispiel, das für alle gilt, fast nicht möglich ist. Weil man dann natürlich in dem Bereich, wo es ums Interesse geht, auch schon verschiedene, auch längerfristige Aufgaben, die man übernommen hat, anführen kann. Und das ist natürlich eine ganz andere Situation. Nur vom Prinzip her, wenn man tatsächlich keine Arbeit findet, ist es auch dasselbe. Wer bin ich? Was habe ich gemacht? Okay, ich habe das Studium X abgeschlossen. Was interessiert mich besonders? Welche zusätzlichen Aufgaben habe ich übernommen oder hatte ich zum Beispiel Nebenjobs, die interessant sind für ein Institut, das ich gerade anschreibe. Und sonst ist es ebenfalls das Gleiche mit der Einladung zum Gespräch, aber dann brauche ich natürlich die Beilagen von diversen Zeugnissen und anderen Informationen, was ich schon alles gemacht habe. Das kann auch für eine Person gelten, die schon arbeitet, aber die jetzt einen neuen Arbeitsplatz sucht. Jo, und ich denke, dass die drei Beispiele doch weiterhelfen können. Viele sind doch etwas unsicher, wie formuliere ich das, wie genau muss ich sein, etc. Es ist gar nicht so tragisch. Es ist eher besser, wenn man es kurz und knapp hält, weil die Firmen sehr viele solcher Anfragen bekommen. Und da braucht man auch nicht unsicher sein. Man hat ja was zu bieten, man möchte was leisten und einfach entspannt und natürlich schreiben, was man will, was einen interessiert und was man sich erwartet. In diesem Sinne hoffe ich, dass das etwas weiterhilft. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.